Hallo, ich bin Fred, ein virtueller Avatar, und ich begleite dich auf deiner Lernreise mit Catena X. In diesem Video erkunden wir das PCF Rulebook und seine Anwendung. Wie bereits in den früheren Videos erläutert, entstehen Treibhausgasemissionen auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette. An diesem Punkt unserer Lernreise ist es wichtig, die Bedeutung von Life Cycle Assessment oder kurz LCA zu definieren. Life Cycle Assessment ist eine Methode zur Bewertung der Umweltbelastung, die mit den einzelnen Phasen des Lebenszyklus von Materialien, Produkten oder Dienstleistungen verbunden sind. Im Allgemeinen kann der Lebenszyklus eines Produkts partiell oder vollständig erfasst werden. Wenn wir von einer partiellen Erfassung sprechen, beziehen wir uns auf Cradle to Gate, während eine vollständige Erfassung Cradle to Grave entspricht. Für Catena X umfasst das Life Cycle Assessment eines Produkts Cradle to Gate und kann erweitert werden. Cradle to Gate bezieht sich auf die LCA eines Produkts, die mit der Rohstoffgewinnung beginnt und am Fabriktor endet. Sie umfasst alle Emissionen, die der Produktion vorgelagert sind, sowie alle Emissionen, die durch Prozesse innerhalb des Unternehmens entstehen, bis das Produkt die Produktion des Lieferanten verlässt. Catena X konzentriert sich auf Cradle to Gate, um den Austausch von Daten entlang der gesamten Automobillieferkette bis hin zur Fahrzeugproduktion zu fördern. Ziel ist es, Material- oder Produktdaten für die Berechnung eines Fahrzeug-PCFs mit einem hohen Anteil an Primärdaten bereitzustellen und gleichzeitig in der Lieferkette anfallende Emissionen zu reduzieren. Mit all diesen Informationen über die LCA wenden wir uns nun dem PCF Rulebook zu. Um den Interpretationsspielraum zu verringern, hat Catena X ein PCF Rulebook entwickelt, das einen methodischen Rahmen für die Bewertung des PCF von Stufe zu Stufe bietet. Es erhöht die Konsistenz der PCF-Berechnung und gewährleistet die Vergleichbarkeit und Transparenz des PCF von Teilen und Komponenten. Das Catena X PCF Rulebook konzentriert sich auf die Produktionsphase von Fahrzeugen. Da die PCF-Bewertung von allen Unternehmensgrößen durchgeführt wird, von Groß- bis Kleinbetrieben, wägt das Rulebook sorgfältig die Anwendbarkeit und Vergleichbarkeit der PCF-Daten ab, um sicherzustellen, dass die Regeln entlang der gesamten Lieferkette skalierbar sind. Das Catena X PCF Rulebook sieht die Anwendung einiger Regeln erst nach einer Übergangszeit vor, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich auf die Umsetzung komplexerer Regeln vorzubereiten. Wir möchten an dieser Stelle daran erinnern, dass das Ziel von Catena X die Verwendung von lieferantenspezifischen Daten, das heißt Primärdaten ist. Das Rulebook definiert Kriterien für die Datenqualität und den Umfang der verwendeten Primärdaten, um das Vertrauen entlang der Wertschöpfungskette zu erhöhen. Primärdaten bezeichnen den quantitativen Wert eines Prozesses oder einer Tätigkeit, der durch direkte Messungen ermittelt wird. So zum Beispiel durch Verbrauchsabrechnungen, Ablesung von Zählern, direkte Überwachung, Einkaufsbelege oder jede andere Methode zur Datenerfassung aus bestimmten Prozessen der Wertschöpfungskette. Sekundärdaten beziehen sich auf Werte, die aus externen Ressourcen wie Datenbanken, veröffentlichter Literatur, Standardemissionsfaktoren oder anderen vertrauenswürdigen und von den zuständigen Behörden validierten Daten stammen. Bevor wir die Erläuterung des PCF Rulebooks abschließen, möchte ich einige der wichtigsten Punkte aus diesem Video zusammenfassen. Der Cradle-to-Gate PCF umfasst alle zuschreibbaren Upstream- und direkten Emissionen bei der Herstellung eines Produkts, einschließlich aller Upstream-Transportaktivitäten. Verwende für die PCF-Berechnung bevorzugt Primärdaten, nur wenn diese nicht verfügbar sind, greife zurück auf Sekundärdaten. Das PCF Rulebook gewährleistet die Konsistenz von PCF-Daten, was zu mehr Vergleichbarkeit und Transparenz beiträgt. Die Standardisierung von PCF-Daten zielt darauf ab, den Wettbewerb in der Automobilindustrie aufrechtzuerhalten und letztlich die Reduzierung des CO2-Ausstoßes zu beschleunigen und zu verbessern. Damit hast du deine Lernreise in der Catena X PCF Academy abgeschlossen. Ausführlichere Informationen zu Catena X finden Sie direkt im PCF Rulebook. Vielen Dank fürs Zuschauen.